Alrighty dann, Leute, und damit nehme ich mal die Kopfhörer ab. Herzlich willkommen zu dem Video. Ich habe so viele Gedanken im Kopf, ich will drüber reden. Es gibt so mega viel Content. Der Elevator ist gestartet. Die Performance zum ersten Tag, die schaut echt gar nicht so schlecht aus. Hut ab, toi toi toi, dass es so weitergeht. Es wurde schon fleißig gecodet am Donnerstag. So viele Codes von verschiedenen sprachigen YouTubern. Echt krass. Und ich habe schon mehrfach drüber geredet, dieses Seelenkauf-Event, gibt's ja leider gar nicht hier im normalen Steam, ne? Müsst ihr auf den Webshop gehen, Leute. Wenn man alle Pakete kauft, ne, das ist ja schon echt krass. Ja, habe ich ja schon in einem Video gesagt, aber was ich gar nicht bedacht habe, ist ja der Elevator. Man muss mal sich Folgendes gönnen, ja. Wir sind hier mal in der Elevator Reward List, die mega cool ist. Hier sieht man, was die einzelne Etage für einen Reward bringt. Und klar, die ersten Etagen, die bringen halt nicht viel. Aber der Elevator ist aus so vielen Aspekten her interessant. Ihr müsst euch überlegen, wir haben einen Serverstart zu 4 Tagen auf EU4. Das ist gar nicht so häufig. Das kriegt man in der Regel nur zu Ostern hin oder zu Pfingsten oder zu Weihnachten. Also je nachdem, wie die Feiertage fallen. Dass man 4 Tage Serverstart-Event hat. Das ist schon mal ein krasses Ding. Dann hat man natürlich im Elevator ab einer gewissen Etage auch Früchte dabei. Das heißt, für die Pets ist das gar nicht mal so schlecht. Man hat Holz und Steine dabei und tatsächlich so bis hierhin ungefähr, bis 95 ist es relativ easy, wahrscheinlich sogar am ersten Tag für Spieler, die pilzen wollen, möglich abzugreifen. Hier sind wir schon in einem 5-stelligen Bereich, knapp 20.000 Holz, bisschen weniger und über zumindest fast 10.000 Steine, was man da farmen kann als einzelner Spieler. Und jetzt müsst ihr euch mal Folgendes überlegen. Wenn man vorhat, auf EU4 krass reinzupilzen, dann müsste man sich auf jeden Fall alle Seelenpakete holen, also diese 1,8 Millionen Seelenpakete, dann müsste man seinen Char ordentlich pushen, Tag 3, Level 220 oder so Minimum. Und dann denke ich, wäre es möglich, den höchsten Gladiator-Trainer zu haben, den man haben kann nach 4 Tagen. Denn 1,8 Millionen Seelen durch die Pakete. Dann, wenn man ein hohes Level hat, noch das Bro-Pack, das Bro-Plus-Pack gegebenenfalls. Man wäre in der Lage, über 2 Millionen Seelen zu horten. Damit könnte man definitiv den Gladiator-Trainer wahrscheinlich sogar auf 11 bringen. Und stellt euch vor, wenn ihr nach 4 Tagen einen Gladiator-Trainer auf 11 habt, dann habt ihr so einen Vorteil in den Pet-Fights, dann habt ihr so einen Vorteil in den, im PvP, im PvE-Bereich, das wäre extrem krass. Also jemand, der extrem pushen will, muss das versuchen. Und warum ist es möglich? Klar, wir haben hier in der Festung, wir haben hier im Elevator einige Festungsressourcen, selbst bis hierhin nur. Aber angenommen, ne, man sieht ja 99 Held-Tokens oder sowas, wenn man das mal hochrechnet, das sind ja einige Held-Tokens insgesamt. Und jetzt geht es natürlich um die Gilde. Hier gibt es ja auch so ein Gildendings. Wenn man sich vorstellt, man hat die Festung vielleicht schon auf 10 immerhin, ja, man hat ein Spielerlevel von 200, dann kriegt man in der Belohnung, wenn die Gilde 65 Held-Tokens gesammelt hat zum Beispiel, also 7 Festungs-Chests freigeschaltet hat, kriegt man 144.000 Holz und 46.000 Steine. Ja, jetzt auf EU3, wo viele noch nicht mal am ersten Tag richtig gespielt haben, also ich auch nicht, wurden schon 172 Held-Tokens gesammelt. Das sind 11 Chests. 11 Chests sind es. Leute, gehen wir mal auf 175.000 Held-Tokens, ja. 11 Chests, dann sind es 227.000 Holz und 73.000 Steine, die man erspielen kann durch den Elevator daily. Also nicht an Tag 1 vielleicht, aber theoretisch an Tag 2. Ja, und selbst wenn man nur auf Level 100 ist, ne, es ist ja vollkommen wurscht. Es ist ja im Prinzip vollkommen wurscht. Natürlich würde man wahrscheinlich nicht so viele Held-Tokens sammeln. Ja, es kommt auf das Festungslevel drauf an. Gehen wir mal davon aus, wir haben Festungslevel 7, sind es 22.000, okay. Ist nicht ganz so viel, aber ja, ich sag mal, man kommt ja relativ einfach da hoch. Wenn man hier irgendwie die Basis schafft, sich hoch zu pushen mit der Festung auf 10, dann kriegt man fast die ganzen Ressourcen, die man braucht, um die Gemmine auf 10 hoch zu pushen. Alleine nur mit der Chest.
Und selbst wenn wir das nicht an Tag 2 schaffen, schafft man das hier an Tag 3 gegebenenfalls. Und dann hat man immer noch den 4. Tag und man hat ja sowieso den Elevator, dass man eben auch ohne Probleme die Unterwelt freischalten kann. Also ich glaube, es ist möglich. Leute, wenn ihr hart pushen wollt auf EU4, macht es. Probiert es. Kauft die ganzen Seelenpakete, ballert die Festung, ballert den Elevator und schaut, dass ihr eben so viele Chests wie möglich kriegt. Baut nur die Festung aus, bis ihr sie auf 10 habt, baut dann die Gemmine aus. Ihr müsst natürlich viel skippen, dann habt ihr die Unterwelt, dann habt ihr die Seelen, dann könnt ihr skippen. Selbst ohne das Pro-Pack kommt ihr schon wahrscheinlich auf Gladiator Trainer 10, könnte ich mir vorstellen. Und das ist einfach krass. Also das ist echt hart. Damit würde man sich einen extremen Vorteil erspielen als Pilzer, auch gegenüber anderen Pilzern. Es ist aber nicht günstig. Ja? Also Leute, macht das nur, wenn ihr es euch leisten könnt und wenn ihr den Server Langzeit spielt, sonst macht es halt keinen Sinn, ne? Ganz klar. Aber man muss sich das überlegen. Wir werden sehen, wenn dann Tag 3, Tag 4 angezeigt wurde, dass wir Spieler mit der Unterwelt sehen. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir echt vorstellen. Ja, kleiner Kant nochmal an der Stelle. Ich habe versucht, ganz schnell auf YouTube nochmal ein Video zu finden, wo man vielleicht sehen kann, ob jemand auf W56 oder W60, wo es schon Elevator gab, zum Serverstart die Unterwelt freigeschaltet hat. Das konnte ich leider nicht sehen, aber wir konnten prinzipiell sehen, dass es schon auch an Tag 1 möglich sein kann, eine gute 5-stellige Zahl an Held-Tokens zu generieren als Gilde. An Tag 2 dann sowieso. Man muss sich vorstellen, wenn jeder wenigstens bis zur Etage 100 kommt, dann sind das 5050 Held-Token und das dann nochmal auf mal 50 zu nehmen. Also das ist ja dann bodenlos schon fast. Aber jedenfalls, klar, macht das auch nicht jeder Spieler. Wir reden ja vom Schnitt. Aber was ich auch gar nicht beleuchtet habe, das habe ich aber bei W56 damals beleuchtet, man kriegt ja natürlich nicht nur die Früchte und die Feste, man kriegt auch extrem viel Gold. Es hilft auch im persönlichen Skill, den Char stärker zu machen, um halt wieder Dungeons zu legen. Also es ist echt krass. Ich könnte es mir wirklich vorstellen, dass man an Tag 3 oder an Tag 4 jetzt zum Serverstart auf EU4 mit Hilfe des Elevators die Unterwelt freischalten kann und damit mit den Seelenpaketen direkt vielleicht an Tag 3 oder Tag 4 mit einem Gladiator Trainer 10 oder 11 antanzt und das also ja, wie gesagt, fühlt euch bitte nicht gebaitet dadurch oder so, wenn es jemand macht, werden wir das sehen auf den Servern, aber ja, auf jeden Fall ist das eine krasse Geschichte. Trotzdem ist es wichtig, natürlich Spaß zu haben, wenn ihr EU4 auch startet. Kommt nochmal später ein neues Video. Dazu könntet ihr euch vielleicht gönnen auf höchstwahrscheinlich Englisch, aber wichtige Informationen sind da drin. Und ich würde sagen, wir sehen uns vielleicht auch mal im Livestream am Wochenende. Könnt ihr auf Discord dann verfolgen oder ihr folgt auf Twitch einfach. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus, euer Basti.